Ich wollte eigentlich nur testen, ob 4 Hähnchenschenkel in den neuen Cosori Turbo Tower gleichmäßig garen. 2 oben und 2 unten. Doch das Ergebnis war so gut, dass ich spontan alle 4 unten reingelegt habe. Und dann war noch genug Platz. Ich dachte mir, hoppla, ich könnte ja oben nochmal 4 und ich habe noch Platz für Pommes dazu. Also 8 auf einen Streich und Pommes dazu. Ja, und jetzt gucken wir uns das Ergebnis mal an. So, jetzt geht mein erster Test los. Ich habe ja jetzt den neuen Cosori Turbo Tower. Und ja, kann ich auf 2 Ebenen oder auf 3 Ebenen kochen. Jetzt bin ich mir erstmal am Gucken, am Testen, wie ich das mache. Ich mache unten Hähnchenschenkel und oben und schaue mal im Vergleich, wie die denn nachher auch von der Heizleistung sind. Ob die oben dann schneller fertig sind, weil das Fach nicht so hoch ist, oder ob dies gar keinen Einfluss weiter hat, dass es genauso wird, weil die untere hat ja, die untere Schublade ist zwar höher, aber die hat Unter- und Oberhitze. Wie sich das jetzt auf meine Hähnchenschenkel auswirkt, den Test mache ich jetzt. Die Hähnchenschenkel ist immer erst ganz wichtig. Also auch Fleisch oder sonst was du in der Heißluftfritteuse reinmachst, dass du das immer gut trocken tupfst. Also, dass die Feuchtigkeit von den Speisen weg ist. Das ist der erste Punkt, was wichtig ist, dass du beachten musst bei der Heißluftfritteuse. So, nachdem ich das jetzt hier alles so abgetupft habe, kann ich das mal von meinem Tuch runternehmen. So, hier habe ich mir jetzt eine Schüssel beigeholt. Da kommen die jetzt rein. Und wir haben hier so eine spezielle Würzmischung, das ist Schmuckers Biermarinade. Das ist bei uns aus dem Odenwald, so eine Firma. Also ich bekomme kein Geld für die, was ich jetzt hier erzähle. Die haben aber so eine Biermarinade, oder die heißt so. Schmucker ist bei uns eine Firma. Die Getränke, alles so herrlich. Und mit dem würze ich das jetzt mal. Die Würzmischung schmeckt richtig gut. So, und ich habe es in die Schüssel rein, dass das, was jetzt runterfällt, kann ich danach immer noch gut verwenden. So, das ist das untere, das große Fach. Da kommen jetzt die ersten beiden rein. So. Und der nächste. So, und das ist das obere. Da siehst du, das ist eindeutig, dass das kleiner ist. Da kommen jetzt die anderen beiden rein. So, du siehst hier unten und hier oben habe ich drin. Ich schalte ihn mal ein. Stufe 1, ich stelle 180 Grad ein und von der Zeit 20 Minuten, denke ich, werden die mindestens brauchen. Und jetzt nutze ich die Funktion Match. Jetzt überträgt das auf beide Ebenen und starte. Das ist jetzt vom oberen. Holen wir die mal runter. Und so sehen die jetzt unten aus. Kann ich eigentlich keinen großen Unterschied direkt feststellen, muss ich ehrlich sagen. Gebe ich die mal dazu. Also die sehen genauso aus. Also die Haut ist schön knusprig. Geht schon von alleine ab, aber ich will es jetzt noch mal ein paar Minuten länger. Ich verlängere es noch mal 5 Minuten. Und dadurch, dass jetzt oben und unten kein Unterschied ist, muss ich jetzt nicht beide laufen lassen, sondern habe es mal in den großen zusammen reingepackt und schalte noch mal 5 Minuten nach. Jetzt haben wir noch mal. Und das eine mal raus. Jetzt teste ich das mal ganz kurz, ob das okay ist. Da bleibt doch auch noch. Also du siehst, dass hier bequem 4 Hähnchenschenkel reinpassen. Es löst sich zwar schon etwas, aber ich lasse es doch noch mal 5 Minuten länger. Ja, so sieht es jetzt gut aus. Also auch mal rumdrehen, das siehst du auch von der Rückseite. Und du hörst schon, wie das knuspert. Ja, mal kurz aufnehmen, wie der Knochen aussieht. Ist noch so ein Ding drin? Hat man so ein Ding? 2 sind noch drin. Eins will ich noch essen. Habt ihr gehört? Eins würde mein Mann noch essen. Das hat ihm geschmeckt. Und schau, so, Knochen. Also kein Blut, nichts mehr dran. So, dann machen wir mal den großen Test. Das ist ja ein Ergebnis jetzt hier. Guckt mal, wie das toll das geworden ist. Jetzt testen wir, ob alle 4 so gut geworden ist. Ja, ob mein Mann, er sagt ja nichts,
Aber das erschmatzt und schmatzt. Schmeckt richtig lecker. So, jetzt schauen wir uns die Heißluftfritteuse mal näher an. Das ist also der obere Bereich, die Heizspirale oben hast du gerade gesehen. Jetzt gehen wir zum unteren Korb runter. Da siehst du, das ist die Heizspirale, die unten drin ist. Und das ist die Heizspirale oben, also vom unteren Korb. Weil der untere Korb ist größer, der hat ja auch dort die Möglichkeit mit 2 Etagen zu kochen. Und das ist der obere Korb, der etwas kleiner ist von der Höhe her. Also die Breite ist alle Ballen gleich. Aber da siehst du jetzt die Heizspirale oben. Also du hast 3 Heizspiralen. Das ist super. So, jetzt geht es mal ganz kurz um die Reinigung. Wie sieht es denn aus mit der Reinigung? Also ich habe jetzt hier meine 2. Und ich habe jetzt hier ein bisschen Wasser reingemacht, ein bisschen Spüli. Und jetzt habe ich hier meine Einsätze. Ich würde den gerade mal jetzt darüber packen. Mit der Bürste hier unten drin das Seiten mal ganz kurz. Dann ist da auch schon das Nötigste getan. Das Wasser kann ich jetzt auskippen. Hier habe ich noch die Einlage. Die kann ich auch da drin noch kurz reinigen. Mal kurz rumdrehen. Ein bisschen mehr Wasser wäre es einfacher gewesen. So, das kann ich jetzt schon mit klarem Wasser abspülen. Den da auch. So, und nachdem du das da ausgespült hast, und hier nochmal auswischen. Das ist alles schon an der Reinigung. Hier auch bei dem. Wichtig bei dem ist hier gucken, dass hier sich nichts absetzt da drin. Dass das immer schön sauber ist. Das ist schon die ganze Reinigung. Hier habe ich auch noch so ein Tuch. Mit dem kannst du es auch nochmal, so ein Schwammtuch ist das ist richtig ideal. Da kannst du mal drüber fahren. Und ansonsten ist nur noch das Gehäuse von der Heißluftfritteuse selber. Das war schon alles. Dann kann das wieder rein. Also du könntest auch in die Geschirrspüler packen, aber da bin ich gar nicht so der Freund davon. Manchmal sind die durch die Geschirrspüler, habe ich fast den Eindruck, schlechter geworden, als wenn ich es immer so mit der Hand gefühlt habe. Das gleiche hier mit dem zweiten. Der zweite, da hatte ich nur ein bisschen Gemüse drin, da siehst du das so gut wie gar nichts. Gemüse und Kartoffeln. Jetzt ist mir gerade doch noch was aufgefallen, was ich noch kurz zeigen will. Ich putze das mal noch kurz aus. Und zwar diese Christplatte hier sieht etwas anders aus als die normalen. Die hat hier so noch mal Noppen. Nicht bloß die zum Schutz sind. Ich packe jetzt mal da unten rein. Sondern die ist ja gedacht, dass ich auf 2 Ebenen kochen kann. Und dann ist das dafür gedacht, entsprechend so reinstellen kann. Siehst du, dann sind die da ein bisschen fixiert. Und so kann ich die untere Ebene, kann ich Kartoffeln irgendwas machen. Überlege ich mir noch, und das ist die nächste Ebene. Also im Prinzip ist die gedacht, dass du auf 3 Ebenen kochen kannst. Hier hast du die nächste Ebene. Also unten 1, 2, 3. Schau mal, da hätten jetzt so theoretisch oder praktisch sogar jetzt hier unten, hatte ich ja vorhin 4 Hähnchenschenkel drin liegen. Jetzt könnte ich hier das noch bequem oben drüber, du siehst, es ist noch gut Luft. Da könnte ich jetzt Pommes machen und die nächsten 4 Hähnchenschenkel in anderen Schubladen, also in den anderen Korb. Da kann ich im Prinzip 8 Hähnchenschenkel auf einen Schlag, 8 auf einen Streich machen. Boah, Hammer. Also der erste Test hat mich richtig begeistert, wie du feststellst. Und ja, bleib unbedingt dran, weil du wirst noch ganz, ganz viele Tests von mir hier hören, sehen. In dem kleinen Kerl, ich sage jetzt wirklich kleinen, weil er ist wirklich platzsparend. Da steckt richtig viel Power drin. Aber verfolg meinen Kanal, abonniere oder bei Kommentare, was du ganz gerne sehen möchtest, was ich mal zeigen sollte im Nähen. Und dann verpasst du hier nichts. So, und jetzt wird's lecker und lustig. Zum Abschluss gibt's noch unseren Gute-Laune-Song auf die Ohren. Mit unseren Heißluftfritteusen-Song. Achtung, Ohrwurmgefahr. Für meine Heißluft-Fritteusen-Freunde hier. Kochen bringt uns viel Pläsier. Knusprig, lecker, voller Duft. Die Heißluft zaubert's luftig, puff. Gemeinsam testen, ausprobieren. Neue Rezepte nicht verlieren. Ob süß, ob herzhaft, alles fein. In unserer Gruppe soll's so sein. Lecker kochen macht doch Spaß. Heißluftfritteuse macht den Genuss für dich wahr. Lasst
wissen. Pommes, Nuggets, alle wissen, dass hier jeder Tipps bekommt. Unsere Gruppe lebt davon. Ob Profi oder Anfänger, mit Heißluftfritteuse wirst du ein Könner. Hier gibt's Liebe, hier gibt's Zeit, Kochen macht uns alle breit. Mulch! Lecker kochen macht doch Spaß, Heißluftfritteuse macht den Genuss für dich wahr. Lasst uns teilen, lasst uns sehen, gemeinsam auf die Reise gehen. Ob Profi oder Anfänger, mit Heißluftfritteuse wirst du ein Könner. Hier gibt's Liebe, hier gibt's Zeit, Kochen macht uns alle